Kurzes Frühstück auf dem Zimmer im Hotel El Mesón in Torrijos, dann geht es wieder los auf dem Jakobsweg Camino de Levante. Vor dem Hotel ein kurzer Schreck, die Straße ist nass. Regnet es schon? Nein, ein Fehlalarm. Um 7 Uhr ist es Anfang Oktober noch dunkel. Für heute ist Regen vorhergesagt und ich will vor dem Regen noch ein gutes Stück im Trockenen laufen. Der Jakobsweg führt vorbei an der Stadtkirche und dem Rathaus. Die gestrige Etappe endet hier am Rathaus, aber ich hatte es gestern wegen meiner schmerzenden Blase an der rechten Ferse nur gerade noch bis ins Hotel geschafft. Der spanische Jakobsweg Camino de Santiago de Levante verläuft von Valencia nach Zamora. Die heutige 21. Etappe von Torrijos nach Escalona ist 24 Kilometer lang. Die Straßenlampen leuchten mir den Weg hinaus bis zum Kreisverkehr an der Autobahn und dann beginnt es auch schon zu dämmern. Nach langer Zeit begleitet mich mal wieder eine Autobahn, aber an diesem Sonntagmorgen sind nur wenige Autos unterwegs. Nach einer guten Stunde erreiche ich Val de Santo Domingo, ein kleiner Ort mit 1000 Einwohnern. Am Ortseingang wartet ein in den 2000er Jahren angelegtes Industriegebiet hoffnungsvoll auf seine Besiedlung. Wie diese Reihenhäuser wurden nach dem spanischen Immobilienboom 2008 viele Häuser nicht fertig gebaut. Durch die steigenden Zinsen und den Wertverfall der Immobilien fehlte das Geld für die Vollendung oder es gab keine Interessenten mehr für die Häuser. Uns verfallen seitdem in Spanien über 500.000 halb fertiggestellte Häuser. Weiter geht es 8 Kilometer nach Maqueda. Der Himmel ist inzwischen zugezogen und bald fängt es leicht an zu regnen. Dies ist, abgesehen von ein paar Regentropfen, der erste Regentag in meinen bisherigen 3 Wochen auf dem Camino de Levante. Da will ich mich über den Regen nicht beklagen. Auch Maqueda ist ein kleiner Ort, er hat 450 Einwohner. Hauptsehenswürdigkeit ist das Castillo de la Vela, dessen heutiges Erscheinungsbild aus dem 15. Jahrhundert stammt. Im Bushäuschen unterhalb der Burg finde ich einen trockenen Sitzplatz für eine kurze Pause. Heute befindet sich in der Burg ein historisches Museum der Guardia Civil, einer der spanischen Polizeibehörden. Hinter Maqueda wird der Regen stärker, es ist kalt, windig und so richtig ungemütlich. Es sind noch 10 Kilometer bis Escalona und weitere 8 Kilometer bis Almarops, wo ich für heute ein Zimmer reserviert habe.
Der Weg ist sehr rutschig und meine Wanderschuhsohlen sind schon ziemlich abgelaufen. Ich habe sie schon einmal besohlen lassen. Nach diesem Camino sind die Schuhe fällig. Ich brauche beide Stöcke, damit ich nicht ausrutsche, und ich bräuchte eine dritte Hand für den Regenschirm. Hier wachsen Tomaten, ob man sich ein paar pflücken darf. Nach 3 Stunden im Regen fange ich an zu quengeln. Ich brauche dringend eine Pause, aber nirgends kann man sich hinsetzen. Alles ist nass, ich friere, wegen der blöden Blase schmerzt jeder Schritt. Ich gehe heute nicht bis Almarox, ich laufe nur bis Escalona. Ich laufe überhaupt nur noch kurze Strecken, ich bin ja im Urlaub, ich habe die Schnauze voll. Dann, wie durch ein Wunder, taucht vor mir ein Bushäuschen auf. Erschöpft lasse ich mich auf die Bank fallen, erstmal was essen. Ich kann in Escalona eine Unterkunft buchen und in Almarox stornieren. Beim Blick auf die Karte sehe ich, dass ich vom Camino abgekommen bin, um wie durch Zufall auf das rettende Bushäuschen zu treffen. Mein drittes Jakobswegwunder. Ich laufe nicht zurück, sondern gehe den direkten Weg entlang der Straße nach Escalona. Escalona mit seiner Burg liegt oberhalb des Rio Alberche. Auf der Brücke fängt es nun richtig an zu regnen. Die Pilgerherberge in Escalona ist wegen der Pandemie geschlossen. Ich konnte im Casa Rural Placida für 25 € inklusive Frühstück ein schönes Zimmer buchen. Das Zimmer mit geteiltem Bad befindet sich in der Wohnung der Vermieter. Als sich der Regen verzogen hat, suche ich was zu essen, aber in der Bar gibt es Sonntagnachmittags nicht mehr ein Bocadillo und das Restaurant öffnet erst nach 8. Die Burg von Escalona steht auf Fundamenten einer römischen Festung, die von den Maurern erobert und im 11. Jahrhundert zurückerobert wurde. Später wurde sie im gotischen Stil erneuert und zu Militär- und Wohnzwecken benutzt. Hinter dem nördlichen Stadttor Arco de San Miguel trennen sich wieder die Jakobswege Camino del Sueste und Camino de Levante. Um 8 Uhr hat nun auch die Pizzeria geöffnet, mit einem vollen Bauch, der sonnenbeschienenen Burg und der schönen Aussicht von der Stadtmauer über den Rio Alberche findet dieser Tag auf dem Camino de Levante doch noch einen schönen Abschluss.